Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Warum teuer kaufen, wenn es selbstgemacht viel günstiger, frischer und natürlicher geht? Wie du in wenigen Minuten mit nur 2 Zutaten deine eigene cremige Mandelmilch herstellst, einfach lecker und nachhaltig, möchte ich dir hier zeigen. Dieses Grundrezept ist super vielseitig. Du kannst es nicht nur für Mandeln, sondern auch für viele andere Nüsse verwenden. So hast du immer eine frische, natürliche Pflanzenmilch, ganz nach deinem Geschmack. Wir starten sogleich mit 200 Gramm ungeschälten Biomandeln. Ich bevorzuge sie mit Haut. So bleiben alle wertvollen Ballaststoffe, Antioxidantien und Mineralstoffe erhalten. So bekommt dann die fertige Mandelmilch eine kräftige Farbe und Geschmack und genau das macht sie auch so besonders. Dazu geben wir etwa 150 Milliliter kaltes Wasser und lassen diese für 10 bis 15 Stunden stehen. So werden sie weicher, leichter verdaulich und lassen sich besser mixen für eine ganz besondere Cremigkeit. Du könntest die Mandeln auch gleich vermixen, allerdings ist es nicht anzuraten, weil alles im Leben seine Zeit braucht. Nachdem die Mandeln über Nacht gezogen sind, sind sie richtig schön aufgequollen. Hier kannst du sehen, das Einweichwasser wird jetzt einfach abgegossen, denn es hat Bitterstoffe und Enzyme gelöst, die wir nicht in unserer Mandelmilch haben wollen. So wird auch der Geschmack milder und die Milch noch bekömmlicher. Die Mandeln sind somit bereit, ihre ganze Cremigkeit und den nussigen Geschmack abzugeben. Dafür geben wir sie ohne weiteres in den Mixtopf. Da konntest du eben den Wasserkocher hören. Jetzt kommt 1 Liter heißes Wasser zu den Mandeln dazu. Ein kleiner Tipp von mir, überprüfe bitte vorher, ob dein Mixer für heiße Temperaturen ausgelegt ist, um sicherzustellen, dass alles wirklich reibungslos funktioniert. An anderer Stelle hatte ich bereits erwähnt, wie wichtig ein Hochleistungsmixer ist, gerade wenn es darum geht, Nüsse, Gemüse und Getreide im Handumdrehen zu zerkleinern. Für mich definitiv ein Must-Have. Hier sieht man sehr gut, wie fein die Mandeln zerkleinert wurden und wie sie ihre wertvollen Inhaltsstoffe ans Wasser abgegeben haben. Perfekt also für eine nahrhafte und selbstgemachte Mandelmilch. Dabei ist auch wunderbar zu sehen, wie sich das nahrhafte Mandelöl ins Wasser eingeschmiegt hat. Das sorgt für eine besonders cremige Konsistenz. Nun wird es super easy, du benötigst nur eine große Schüssel oder Topf, ein Sieb mit einem Passiertuch und gibst die fertige Mandelmilch zum Abseihen hinein. Der Gehalt an Mandeln liegt in der selbstgemachten Milch bei etwa 17%, während er bei den gekauften oftmals nur bei 2 bis 4% liegt. Von dem oft hinzugefügten Zucker möchte ich jetzt gar nicht erst anfangen. Du kannst so also in etwa 50% der Kosten sparen und erhältst eine gehaltvollere Milch. Dabei sparst du auch noch Verpackungsmüll und kannst die restlichen Mandeln noch weiterverwerten. Aber das zeige ich dir gleich noch. Lass die Mandeln nun gut abtropfen und drücke das Passiertuch im Anschluss kräftig aus. Hier möchte ich dir aber erst noch zeigen, wie richtig schaumig die Mandeln geworden sind. Und dann geht es jetzt auch ans Ausdrücken. Vorsicht nur, wenn die Mandeln noch heiß sind, da kann man sich ganz ordentlich die Fingerchen dran verbrennen. Und keine Sorge, falls dich meine Ringe beim Ausdrücken stören. Du darfst gerne weggucken. Ich verspreche, es wird trotzdem lecker bei dir werden. Wenn der letzte Tropfen dann ausgedrückt ist, werfe die Mandeln nicht einfach weg. Die kann man super als Mandelmehl weiterverwerten. Ideal für glutenfreies Brot oder andere leckere Backkreationen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Wenn du deine Mandelmilch süßen möchtest, wäre das jetzt der perfekte Augenblick. Dafür kannst du verschiedene natürliche Süßungsmittel verwenden, wie Ahornsirup, Agavendicksaft oder auch Dattelsirup. Die Mandeln bringen jedoch von Natur aus eine süßliche Note mit, die die Mandelmilch so für mich zu einem perfekten Genuss macht. Jetzt kannst du sie einfach in ein Gefäß deiner Wahl abfüllen. Am besten in ein Glas, das bewahrt nicht nur die Frische, sondern sieht auch noch super aus. So bleibt sie nun im Kühlschrank bis zu einer Woche haltbar. Deswegen sind Glasbehälter auch optimal, da sie die Milch frisch halten und keine unerwünschten Stoffe abgeben. Es empfiehlt sich regelmäßig zu prüfen, ob die Milch noch frisch riecht und auch so aussieht.
Und wie immer gilt, vor der Verwendung gut schütteln, da sich die Feststoffe unten absetzen. Bevor die Mandelmilch in den Kühlschrank kommt, lasse sie vollständig noch auskühlen. Wie vorhin erwähnt, kommen wir noch zu den ausgedrückten Mandeln. Diese kannst du ganz einfach in einem Gefäß oder auf einem Tuch gleichmäßig verteilen, um sie vollständig zum Beispiel auf der Heizung trocknen zu lassen. Mandelmehl ist ein echter Allrounder. Es verleiht glutenfreien Brot, Pfannkuchen, Waffeln und Keksen eine saftige Textur und nussige Note. Es eignet sich perfekt zum Panieren als Binde- und Verdickungsmittel für Soßen und auch zum Anreichern von Smoothies oder Müslis. Wenn die Mandeln dann getrocknet sind, sehen sie genauso aus, ein ganz feines Pulver. Dieses füllen wir in ein luftdichtes Glas, so bleibt es trocken und für mehrere Monate haltbar. Perfekt, um es auf jeden Fall jederzeit griffbereit zu haben, wenn du es bei deinem nächsten Rezept brauchst. In der Zwischenzeit ist die Mandelmilch im Kühlschrank richtig durchgezogen. Ich lasse mir jetzt erstmal ein Gläschen schmecken. So passt die Mandelmilch perfekt in viele Bereiche, wo du eine pflanzliche Alternative für Kaffee oder Tee benötigst. Alles, was du dafür benötigst, packe ich dir in die Videobeschreibung. Ich kann dir nun nur viel Freude beim Selbermachen wünschen, gutes Gelingen. Lass es dir gut gehen. Bis demnächst. Pfiat euch!